Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video die Seelenalter nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmolke zusammenfassen. Dein Seelenalter ist unglaublich wichtig für dich, weil es den Startpunkt deiner Reise durch das jetzige Leben markiert. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo zu den Archetypen der Seele und der Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmolke anzuschauen. Dort habe ich auch schon diese große Tabelle mit den 49 Archetypen der Seele erklärt und auf der untersten Zeile der Tabelle findest du die Seelenalter. Sie heißen Säuglingsseele, Kindseele, junge Seele, reife Seele und alte Seele. Es gibt auch zwei weitere Beseelungsstufen, transpersonale Beseelung und transliminale Beseelung, die nicht zum Inkarnationszyklus der Seele gehören. Ich werde in den nächsten Videos die 5 Seelenalter des Inkarnationszyklus näher beschreiben und die einzelnen Entfaltungsstufen erläutern. In diesem Video werde ich zunächst allgemeine Fakten zu den Seelenaltern ausführen und eine Übersicht über sie geben. Anschließend werde ich die 7 Stufen der Entfaltung und die Seelenalter erklären. Zum Abschluss gibt es von mir Tipps zum Abschätzen des Seelenalters und ich erläutere den Nutzen des Wissens über die Seelenalter. Kommen wir zuerst zu den allgemeinen Fakten, die ich über die Seelenalter zusammengestellt habe. Die 5 Seelenalter entsprechen metaphorisch dem, was einem Menschen während seines Lebens widerfährt. Er wird als Säugling geboren und entwickelt sich von einem Kind zu einem jungen Erwachsenen. Letztendlich wird er dann zu einem alten, erfahrenen Menschen. Bei den Seelenaltern geht es aber lediglich um die seelische und nicht um die körperliche Entwicklung. Die Entwicklung der Seele kann laut der Quelle nur durch Erfahrung entstehen. Diese Erfahrungen sind nur dann möglich, wenn sich die Seele in einen Körper inkarniert hat. Für das Verständnis der Seelenalter ist auch wichtig zu verstehen, dass eine Seele amoralisch ist, also nicht nach Gut und Böse unterscheidet. Es geht der Seele lediglich um die Entwicklung. Deswegen sind auch alle Seelenalter gleichwertig. Eine alte Seele ist nicht besser als eine junge Seele. Genauso wie ein alter Mensch voller Lebensweisheit auch nicht besser ist als ein junger Mensch voller Energie und Tatkraft. Deswegen betont die Quelle, dass man als ältere Seele jüngere Seelen nicht abwerten oder verachten sollte. Die seelischen Herausforderungen werden mit fortschreitender seelischer Reifung immer subtiler und komplexer. Neue Säuglingsseelen kommen in Ausschüttungswellen auf die Erde. Diese vollziehen sich ungefähr alle 2000 Jahre. Die letzte Ausschüttungswelle ereignete sich um 1680 herum, vorherige waren ca. 6500 v. Chr., 4300, 2600 und 500 v. Chr. Bevor wir zu den 5 Seelenaltern kommen, wiederhole ich jetzt kurz den Inkarnationszyklus aus dem vorherigen Video. Vom Allganzen sondert sich die Seele ab und trennt sich vor der ersten Inkarnation von der Seelenfamilie. Nach dem körperlichen Tod kehrt die Einzelseele in die immaterielle Welt zur Seelenfamilie zurück und wird nach einem Zeitraum wiedergeboren, um neue Erfahrungen zu machen und Lernaufgaben zu meistern. Diesen Zyklus von Tod und Wiedergeburt nennen wir Inkarnationszyklus. Dieser Inkarnationszyklus erstreckt sich über einen Zeitraum von etwa 10.000 Jahren und ungefähr 100 Einzelinkarnationen. Er beinhaltet die 5 Seelenalter, die ich schematisch in dieser Tabelle dargestellt habe. In jedem Seelenalter werden 7 Stufen durchlebt, die hier mit den Zahlen 1 bis 7 in den Spalten dargestellt sind. Jede Stufe hat ein spezielles Thema, mit dem sich die Seele ausführlich in den circa 2 bis 4 Leben auf der Stufe auseinandersetzt. Im letzten Leben auf der Stufe erreicht die Seele einen sogenannten Kulminationspunkt und steigt in die höhere Stufe auf. Der Kulminationspunkt bezeichnet den Endpunkt der Entwicklung, die sich die Seele auf ihrer aktuellen Seelenalterstufe vorgenommen hat. Da die 7 Stufen der Seelenalter jeweils 5-mal vorkommen, man ist ja beispielsweise 5-mal auf der ersten Stufe eines Seelenalters, kann man gewisse Ähnlichkeiten zwischen den Stufen feststellen. Man kann die Stufen also grob mit 7 Mottos umschreiben. Das Motto der ersten Stufe jedes Seelenalters ist: Ich sammle neuen Mut. Der Anfang in einem neuen Seelenalter ist schwer und der Mensch braucht Zeit, sich hier zurechtzufinden.
Er wird sich vermutlich häufig nach der Gewohnheit und Sicherheit des vergangenen Seelenalters zurücksehnen. Die zweite Stufe hat das Motto: Ich suche Stabilität. Hier möchte sich der Mensch im neuen Seelenalter verankern, Wurzeln schlagen und detailliert die neuen Möglichkeiten betrachten. Diese Stufe ist die sogenannte Ruhe nach dem Sturm, also dem Ankommen in ein neues Seelenalter. Das Motto der dritten Stufe lautet: Ich werde unternehmungsfreudig. Der Mensch kommt aus sich heraus und wagt Vorstöße in neue Bereiche. Er experimentiert, macht Fehler und verarbeitet Rückschläge. Aus dem Chaos und der Planlosigkeit entsteht letztendlich eine Zielrichtung. Auf der vierten Stufe, Ich ernte die Früchte, kehrt der Mensch von seiner Abenteuerreise heim und möchte sich in seine neue Sicherheit einfinden. Es werden die Eindrücke aus den vorherigen Stufen verarbeitet, man freut sich über die Erlebnisse und ist zufrieden über die Rückkehr. Die Gelehrtenenergie 4 der Stufe zeigt sich durch das Weitergeben von Erfahrungen und Erkenntnissen an andere. Das Motto der fünften Stufe ist: Ich werde unruhig. Hier ist der Mensch angespannt, plant neue Vorstöße, wird von Reiselust gepackt und untersucht erneut neue Bereiche. Zunächst weiß er aber noch nicht, ob er wieder solche Strapazen auf sich nehmen möchte und bereitet sich gründlich auf neue Entdeckungen vor. Es kann sein, dass er den ersten Teil seines Lebens zurückgezogen lebt und anschließend sich plötzlich in neue und abenteuerliche Situationen begibt. Die sechste Stufe, Ich brauche Ruhe und Harmonie, ist eine ruhige und ausgeglichene Stufe und wird als die Ruhe vor dem Sturm bezeichnet. Der Mensch auf der sechsten Stufe ist von Freude über Erreichtes erfüllt. Zudem wird er sich einen ruhigen Heimatort und eine möglichst konfliktfreie Lebensform und Arbeit aussuchen. Es könnte sein, dass er viel Zeit alleine verbringt. Auf der siebten Stufe wendet der Mensch an, was er gelernt hat, und es ist für ihn eine große Lust, seine neu erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten einzusetzen. Die Anwendung des Gelernten fällt ihm durch reichliche Übung nicht mehr schwer. Außerdem beherrscht er das Gelernte, ist souverän, gelassen, frei von der auf Unsicherheit beruhenden Angst, die er von anderen Stufen kannte. Er hat ein großes Potenzial und muss daher seine verschiedenen Möglichkeiten erstmal ausloten. Am Ende der siebten Stufe nimmt er traurig Abschied und steigt in ein höheres Seelenalter auf. Die Leben auf den Stufen 1, 3, 5 und 7 sind tendenziell aktiver gestaltet als die Leben auf den Stufen 2, 4 und 6. Schauen wir uns nun die einzelnen Seelenalter genauer an und beginnen mit der Säuglingsseele. Die Hauptthemen der Säuglingsseele sind erste Schritte ins Menschsein und Entdeckung des Körpers. Die Entfaltungsaufgaben auf den 7 Stufen der Säuglingsseele lauten: Erstens, alles ist neu. Zweitens, andere sind anders. Drittens, Freund oder Feind. Viertens, Wandel im Laufe der Zeit. Fünftens, Sprache und Gebärde. Sechstens, Glauben, dass alles lebt. Und siebtens, Herrschaft ausüben. Die Säuglingsseele steht metaphorisch für einen neugeborenen Menschen. Da sie nicht selbstständig ist, ist sie angewiesen auf Schutz und Versorgung einer Gemeinschaft. Sie lernt körperliche Empfindungen wie Hunger, Durst, Ausscheidung, Kälte, Wärme, Schmerz, Berührungen und Lust kennen. Von diesem Neuartigen wird sie oftmals komplett überwältigt. Die Stellung der Säuglingsseele zum Göttlichen ist durch die Vorstellung geprägt, dass es bestrafend und böse ist. Deswegen versucht sie es mit Opfern, wie zum Beispiel Tieropfer und Nahrungsopfer, zu besänftigen. In der Sexualität geht es der Säuglingsseele um Lustbefriedigung und um das Zeugen vieler Nachkommen. Der Anteil der Säuglingsseelen an der Weltbevölkerung beträgt 15%, in Deutschland 6%. Das nächste Seelenalter ist die Kindseele. Die Kindseele befasst sich schwerpunktmäßig mit den Themen Lebensfreude und Welterkundung. Die 7 Entfaltungsaufgaben der Kindseele heißen: Erstens, Unnötiges ist nötig. Zweitens, Freude am Leben. Drittens, Hass oder Liebe. Viertens, aus Beobachtung lernen. Fünftens, Zugehörigkeit ist wertvoll. Sechstens, die Götter sind wie ich. Und siebtens, Willenskraft erproben. Die Kindseele steht metaphorisch für die Kindheit und frühe Jugend eines Menschen.
Sie empfindet die Abhängigkeit von anderen als schmerzlich und versucht, sich selbstständiger zu machen. Also geht sie die ersten Schritte zur Erkundung vom Unbekannten, das Ganze aber nur so lange, bis sie eine zu große Angst verspürt. Die Kindseele erkennt, dass sie Schuld aufnehmen kann und aber auch an andere weitergeben kann. Sie lädt das erste Mal Karma auf sich und fängt an, andere zu bestrafen. Das macht sie, weil sie sich dadurch besser fühlt. In der Gesellschaft übernimmt die Kindseele normalerweise keine Verantwortung und fällt durch Schuldzuweisungen auf. Die Kindseele empfindet das Göttliche nicht mehr als Präsenz und zu ihr passt die Anbetung mehrerer Götter. In der Sexualität kann es sein, dass die Kindseele sich kurzfristig an Partner bindet und dann zum nächsten weiterzieht. Der Anteil der Kindseelen an der Weltbevölkerung beträgt 18%, in Deutschland 16%. Das nächste Seelenalter ist die junge Seele. Die Hauptthemen der jungen Seele sind Kraft, Macht und Eroberung. Die junge Seele erforscht die 7 Themen. Erstens, Ich und Körper sind identisch. Zweitens, ich gestalte meine Welt, wie sie mir gefällt. Drittens, Freunde werden Feinde, Feinde werden Freunde. Viertens, Verzicht auf Rache erzeugt Gerechtigkeit. Fünftens, ich nehme mein Leben in die Hand. Sechstens, mein Verhalten stiftet Lebenssinn. Und siebtens, ich trage Verantwortung. Die junge Seele steht metaphorisch für die späte Jugend und das frühe Erwachsenenalter eines Menschen. Sie erkundet, was benötigt wird, um sich selbst und andere zu kontrollieren und strebt immer mehr nach Autonomie. Dazu begibt sie sich auf Abenteuer und nimmt dabei Gefahren und Scheitern in Kauf. Der jungen Seele ist das Erlangen von Erfolg, Macht und Reichtum sehr wichtig. Sie ist auf Bestätigung im Außen angewiesen, vergleicht sich ständig mit anderen und strebt nach Aufstieg und Karriere. Außerdem will sie eigentlich keine Schuld auf sich laden, geht aber in diesem Zyklus die meisten karmischen Verbindungen ein und kommt mit Egoismus, Fanatismus, Unrecht und Grausamkeit in Berührung. Die junge Seele neigt eher zu monotheistischen Religionen und es kommt häufig vor, dass sie strenge Gesetze, Rituale und religiöse Prinzipien für wichtig hält und glaubt, im Jenseits bekommt sie alles, was sie möchte. In der Sexualität kann es sein, dass die junge Seele aus Lust an der Eroberung viele sexuelle Kontakte und Partner hat. Der Anteil der jungen Seelen an der Weltbevölkerung beträgt circa 40%, in Deutschland ebenfalls etwa 40%. Drei klassische Beispiele für junge Seelen sind Donald Trump, Dieter Bohlen und Madonna. Wir kommen jetzt in der Tabelle einen Schritt weiter, und zwar nämlich zur reifen Seele. Die reife Seele befasst sich mit den Hauptthemen Verantwortlichkeit, Problembewusstsein und Introspektion. Die 7 Entfaltungsstufen der reifen Seele lauten: erstens Freiheit in Abhängigkeit erfahren, zweitens anderen und sich selbst Unrecht vergeben, drittens einem schlechten Herrn treu dienen, viertens aus Liebe auf Wesentliches verzichten, fünftens Schicksal und Leben anderen anvertrauen, sechstens die Trennung von Schuld und Unschuld aufheben und siebtens Möglichkeiten und Grenzen des Wollens erkennen. Die reife Seele steht metaphorisch für die späte Jugend und das mittlere Erwachsenenalter eines Menschen. Zum ersten Mal wendet sich die Seele aktiv ihrem Innenleben zu und erkennt, was es bedeutet, eine Psyche zu haben. Und dazu gehört natürlich auch das Unterbewusste. Die reife Seele strebt jetzt anstelle von Macht und Reichtum, so wie die junge Seele vorher, nach Einfluss und Wohlstand. Es kann sein, dass sie sich nun vermehrt gemeinwohlorientierte Tätigkeiten sucht, also solche, in denen sie sich zum Beispiel um Arme und Kranke kümmert. Es geht beim Handeln nicht mehr gänzlich um den äußeren Erfolg, sondern vielmehr auch um ein Gefühl der inneren Erfüllung. Die Religiosität von reifen Seelen zeichnet sich durch Individualität aus. Sie sind bemüht, ihre eigene Wahrheit hinter den Glaubensinhalten zu erforschen. In der Sexualität geht es der reifen Seele deutlich mehr darum, dem Partner nahe zu kommen, sich zu öffnen und seine Verletzlichkeit zu zeigen.
In Partnerschaften kann die reife Seele ganze Leben mit ihrem Partner zusammen sein und große Opfer bringen. Der Anteil der reifen Seele an der Weltbevölkerung beträgt circa 22%. In Deutschland ist er deutlich höher, nämlich 30%. Drei klassische Beispiele für reife Seelen sind Angela Merkel, Martin Luther King und Barack Obama. Das war's von der reifen Seele. Die nächste Spalte ist die alte Seele. Und die alte Seele befasst sich mit den Hauptthemen Echtheit, Einsamkeit und Abschied. Im Zyklus der alten Seele lernt man erstens aus innerer Überzeugung gegen die geltende Moral handeln, zweitens sich selbst aufrichtige Bewunderung zollen und dafür auf die Bewunderung anderer verzichten, drittens präzise Innenschau mit einer aktiven Außenwirkung verbinden, viertens das Wohl der Gemeinschaft mit dem eigenen Wohl verbinden, fünftens unbeirrbar einen Weg verfolgen, ohne das Ziel zu kennen, sechstens durch Sein wirken und auf Tun verzichten und siebtens empfangen ohne zu schenken und schenken ohne zu empfangen. Die alte Seele steht metaphorisch für das späte Erwachsenenalter eines Menschen. Es gibt in ihrer Umgebung nur wenige alte Seelen und deswegen fühlt sie sich oft einsam. Durch ihre Art stößt sie in ihrem näheren Umfeld oft auf Ablehnung und Unverständnis von jungen Seelen. Dagegen fühlt sich die alte Seele auf seelischer Ebene so verbunden wie noch nie. Sie wird empfindlicher für Energien und Schwingungen und kann nun leichter mit Kräften außerhalb der materiellen Welt Kontakt aufnehmen und auch Botschaften empfangen. Alte Seelen spüren ein Verlangen, eine Sehnsucht, wieder mit der Seelenfamilie und dem Allganzen zu verschmelzen und versuchen, die Verbindung wiederherzustellen, beispielsweise im Schlaf, in der Stille und in der Meditation. Der Körper der alten Seele wird immer durchlässiger und sie neigt zu Schwächezuständen und Empfindlichkeit, beispielsweise gegenüber Schadstoffen, Lärm und Schmutz. Darüber hinaus möchte sie möglichst authentisch sein. Aus religiöser Sicht entfernt sich die alte Seele von dogmatischen Glaubenssystemen und ersetzt den Glauben mit Erfahrung und Gewissheit. In Beziehungen strebt die alte Seele nach bedingungsloser Liebe, wählt eher Partnerschaften, die ihr viel persönliche Freiheit bieten und kann sich nicht mehr wirklich auf Tragödien und Dramen einlassen. Es ist eher unüblich, dass sich eine alte Seele ihr ganzes Leben an eine Person bindet, und es kommt vor, dass sie ein Leben in Einsamkeit wählt. Der Anteil der alten Seelen an der Weltbevölkerung beträgt etwa 4%, in Deutschland ca. 6%. Klassische Beispiele für alte Seelen sind der Dalai Lama, Nelson Mandela und Hildegard von Bingen. Am Ende des letzten Lebens, auf der letzten Stufe des Zyklus der alten Seele, erlebt der Mensch eine Abschlussekstase, die man auch oft als Erleuchtung bezeichnet. Ein Mensch kann auch schon in früheren Seelenaltern Erleuchtungszustände erlangen. Diese sind aber nicht so endgültig wie die Abschlussekstase. Nachdem ein Mensch sein letztes Leben abgeschlossen hat, inkarniert er nicht mehr in der physischen Welt und kann wieder mit seiner Seelenfamilie verschmelzen. Nun kommen wir zu den beiden transzendenten Seelenzuständen, die außerhalb des Inkarnationszyklus liegen. Diese sind sehr selten und dienen der Bewältigung von Ausnahmezuständen des Kollektivs. Der erste ist die transpersonale Beseelung. Die transpersonale Beseelung ist die Beseelung eines Körpers durch eine Seelenfamilie. Diese Beseelung kann stattfinden, wenn mehr als die Hälfte der Seelenfamilienmitglieder ihre letzte Inkarnation abgeschlossen haben. Der Körper, der beseelt wird, muss einem Mitglied der Seelenfamilie gehören, der gerade den Kulminationspunkt der letzten Seelenalterstufe erreicht hat. Meist wird ein Todkranker dann wieder gesund und verändert sich nach der Heilung sehr stark. Transpersonale Seelen sind als Lehrer tätig und wirken nicht in öffentlichen Ämtern. Sie sind dafür zuständig, beim Übergang von einer Gruppe alter Seelen in die nicht-materiellen Dimensionen behilflich zu sein. Die Anzahl von auf der Erde inkarnierten transpersonalen Seelen liegt meist bei 5 bis 10. Als nächstes kommt die transliminale Beseelung.
Die transliminale Beseelung ist die Beseelung eines Körpers durch eine Seelenfamilie, deren Mitglieder ihre letzte Inkarnation abgeschlossen haben und die in der Kausalwelt existiert. Genauso wie bei der transpersonalen Beseelung wird der Körper einer alten Seele beseelt, die gerade die letzte Seelenalterstufe abgeschlossen hat. Der Körper der transliminalen Seele altert nicht, ist unverletzbar und unsterblich und kann sich beliebig materialisieren und entmaterialisieren. Sie inkarniert, um eine dauerhafte Veränderung in allen Menschen hervorzurufen und das Bewusstseinsniveau der Menschen anzuheben. Eine transliminale Beseelung findet lediglich alle circa 2000 Jahre statt. Krishna, Buddha und Jesus waren transliminale Beseelungen. Jetzt möchte ich noch ein paar Tipps zur Abschätzung deines Seelenalters geben. Säuglingsseelen, Kindseelen und junge Seelen setzen sich erwartungsgemäß nicht mit ihrer seelischen Grundstruktur und ihren Archetypen auseinander. Somit bist du entweder eine reife Seele oder eine alte Seele. Oft halten Menschen ihre Seele für älter, als sie tatsächlich ist. Stelle dir einfach mal folgende Fragen. Was benötige ich am meisten? Wie fremd fühle ich mich in der Gesellschaft? Was erwarte ich in Beziehungen? Habe ich eine Sehnsucht nach kosmischer Verbundenheit? Mit welcher Seelenalterstufe gehe ich in Resonanz? Horche in dich rein und reflektiere, welches Seelenalter und welche Seelenalterstufe am besten zu dir passen. Du kannst natürlich dein Seelenalter auch von einem Matrix-Coach ermitteln lassen. Die Links dazu gibt es am Ende des Videos oder in der Videobeschreibung. Zum Abschluss möchte ich noch auf den Nutzen des Wissens über die Seelenalter für dich eingehen. Meine persönliche Folgerung aus den Seelenaltern ist, dass die unterschiedlichen Seelenalter verschiedene Erfahrungen für ihre Entwicklung brauchen. Kindseelen und junge Seelen benötigen ganz andere Erfahrungen als reife und alte Seelen. Seitdem ich das realisiert habe, habe ich aufgehört, meine Bedürfnisse auf andere Menschen zu projizieren. Darüber hinaus können wir durch Auseinandersetzung mit der Seelenlehre eine größere Toleranz für unser Verhalten und Probleme an den Tag legen und entwickeln so unsere Persönlichkeit durch Selbstreflexion weiter. Nicht nur gegenüber uns können wir mehr Toleranz zeigen, sondern auch für die Handlungen und Probleme anderer Menschen. Darüber hinaus halte ich es für deine persönliche Entwicklung für sehr wichtig, dass du dich mit den einzelnen Entfaltungsstufen und Entwicklungsaufgaben auseinandersetzt. Auch wenn du dein Seelenalter schon weißt oder denkst, du wärst eine alte Seele, würde ich mich an deiner Stelle auch mit früheren oder späteren Entwicklungsaufgaben auseinandersetzen, schauen, mit was du in Resonanz gehst und diese dann in dein Leben integrieren. Also bist du zum Beispiel eine alte Seele, würde ich mal schauen, was so für Sachen im jungen Seelenalter und reifen Seelenalter mit dir in Resonanz gehen und wo du das Gefühl hast, das habe ich jetzt noch nicht so ganz integriert, zum Beispiel vielleicht so Schuld und Unschuld oder Recht und Unrecht vergeben. Und dann kannst du es natürlich so ein bisschen bearbeiten und schauen, welche Situationen oder Punkte, die du in dein Leben dann aufnehmen kannst. Und ich werde als nächstes zu den einzelnen Seelenaltern ja auch nochmal Videos machen, wo ich die ganzen Entfaltungsaufgaben genauer und detailliert schildere. Und da kannst du dann jetzt ganz genau schauen, was sind die einzelnen Aufgaben, die man noch bearbeiten könnte. Vielleicht kann das dann Unterfangen dann unterstützen. Gut, damit wäre ich jetzt am Ende des Videos angelangt. Für mehr Informationen zu den Seelenaltern empfehle ich die Bücher Archetypen der Seele und aber auch natürlich Junge Seelen und alte Seelen von Wada Hasselmann und Frank Schmollke. Also das hier besonders, weil da geht es ganz, ganz speziell um die Seelenalter und auch die verschiedenen Stufen. Und ich empfehle auch für Beratungen, weiterführende Materialien und Informationen die Webseiten www.septana.de und www.seelenakademie.org. Auf diesen Webseiten kannst du Menschen finden, die dir deine Seelenarchetypen wie das Seelenalter ermitteln können. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, welche Erfahrungen du bis jetzt mit den Seelenaltern gesammelt hast, wie dir das Video gefallen hat und ob noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst.
Wenn du noch mehr Videos zu den Themen Archetypen der Seele und Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke sehen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.